Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute wollen wir uns mal an die Bach-Solo-Partita heranwagen. Erstmal habe ich ein ganz schlechtes Gewissen Petra gegenüber, die sich das Stück schon so lange gewünscht hat. Also Petra, heute endlich deine Bach-Partita. Und außerdem bin ich ein bisschen aufgeregt, weil das so ein Hammerstück ist, so ein komplexes Stück. Und ich hoffe, dass ich euch da, so wie ihr es gebrauchen könnt, das Richtige heute vermitteln kann. Es handelt sich um das Solo für Flöte von Johann Sebastian Bach, das eigentlich für die Traversflöte geschrieben ist, also für die Querflöte aus Holz eigentlich. Und in der gleichen Zeit wurde aber auch unsere schöne Blockflöte gespielt bei Bach. Und wie wir das ja mit vielen Stücken machen, übernehmen wir das einfach fürs Blockflötenspiel, transponieren das ein bisschen nach oben und dann ist es statt in A-Moll in C-Moll und schon können wir das spielen. Also Moment, da muss ich jetzt noch was hinzufügen. Wir können das Stück auch in A-Moll spielen, in der Originaltonart, auf einer Voice Flute. Das ist eine Blockflöte in D, also eine Tenorflöte in D und nicht in C. Und meine ist auch noch in tiefer Stimmung. Das klingt dann ungefähr so. Das ist natürlich auch sehr schön, aber auch so eine Flöte haben die meisten von euch nicht. Und ich würde es selbst auch vielleicht mit der Altblockflöte spielen, das Stück. Kann man sich also entscheiden. Mit der Altblockflöte ist es angenehmer zu spielen, weil die Griffe natürlich nicht so groß sind. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, weil man nicht so viel Atem braucht, aber das würde ich gar nicht so unterschreiben. Das Stück ist sehr komplex. Eigentlich müsste man nicht nur die Melodie beachten sozusagen, also auch die einzelnen Motive, die da drin sind. Und damit hängt ja auch zusammen, wo kann ich atmen? Kann ich überhaupt atmen in dem Stück? Und man müsste aber auch genau durchsteigen, welche Akkorde in dem Stück ablaufen, welche Harmonien hier stattfinden. Und da ihr in den meisten Fällen keine Profimusiker seid und einfach das Stück gerne mal spielen möchtet, so wie Petra, will ich heute mal diese Gratwanderung machen und gar nicht auf die Harmonien groß eingehen, sondern wirklich auf die Motive in der Melodie und auf die Atmung, wo ihr atmen könnt. Und natürlich trotzdem müssen wir gucken, wir befinden uns in C-Moll. Welche Vorzeichen hat das überhaupt und welche Griffe müsst ihr da beachten? Und damit das Ganze nicht riesenviel wird, nehme ich heute nur den ersten Teil des ersten Satzes durch. Denn diese Partita ist eigentlich eine Suite mit 4 Sätzen, Allemande, Courante, Sarabande und Bourrée, und ist also eigentlich in französischem Stil aufgebaut und das nennt man dann Partita oder Suite. Und von der Suite, von der Partita nehme ich nur den ersten Satz Allemande und davon auch wirklich nur den ersten Teil erstmal bis zur Wiederholung. Heute ist mir ganz wichtig, dass ihr mir Kommentare schreibt, wie ich da heute herangehe, ob das etwa euren Erwartungen entspricht. Erstmal klären wir jetzt ein bisschen die Töne, die da drin vorkommen. Es kommen alle möglichen Töne vor, aber wir nehmen uns jetzt mal C-Moll vor. Und C-Moll hat 3 Bs als Vorzeichen. Und das erste B steht immer für den Ton B. Das zweite B steht für das S. Allerdings muss ich euch sagen, das hohe S kommt sehr oft vor in dem Stück und je nach Flöte, die ihr habt, kann es euch passieren, dass ihr beim hohen S noch einen Finger dazu nehmen müsst. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier eine andere Altblockflöte und wenn ich auf der den Griff einfach so spiele, wie ich das gewohnt bin beim hohen S, dann klingt das ziemlich schief.
So, und deshalb müsste ich bei dieser Flöte beim hohen S noch ein kleines bisschen vom kleinen Finger dazu nehmen, damit es nicht verstimmt klingt. Oder super leise blasen da oben. Also es wäre gut, wenn ihr eine Blockflöte habt, wo das S, die Oktave, schon von sich aus ganz gut gestimmt ist. Sonst kriegt ihr sehr komplizierte Griffkombinationen in dem Stück. Als drittes Vorzeichen haben wir das As anstelle des A. Ich würde euch empfehlen, für das Stück auf jeden Fall mal einzeln eine C-Moll-Tonleiter zu üben und auch mal eine F-Moll-Tonleiter, wo auch noch das Des ins Spiel kommt. Fürs Tonleiterüben könnt ihr euch alle möglichen Varianten ausdenken. Dazu habe ich ja auch schon mal ein paar Videos gemacht. Da will ich jetzt nicht zu ausführlich drauf eingehen. Wir wollen uns ja um das Stück kümmern, aber es ist schon eigentlich Voraussetzung, dass ihr vertraut seid mit den ganzen Vorzeichen, die hier vorkommen können in dem Stück. Jetzt wäre es gut zu wissen, wie sind die einzelnen Motive, die kleinen Melodien, die irgendwie zusammengehören und wo fängt ein bisschen was Neues an. Ich würde sagen, das erste gesamte große Stück geht bis hierhin. Wenn ihr das so schnell noch nicht spielen könnt ohne Patzer, dann müsst ihr natürlich irgendwo atmen auf dem Weg dahin. Erstmal ist ganz wichtig, das Stück beginnt mit einer Sechzehntel Pause und die 1 fehlt sozusagen. Es ist immer ba di da 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 dam, da di da da dam. Und dadurch fängt es auf der zweiten Sechzehntel an mit der Melodie. Das geht aber auch so weiter in ganz vielen Takten. Wenn ihr jetzt nämlich zwischendurch atmen müsst, solltet ihr das normalerweise nicht vor der ersten Note im Takt machen, sondern danach. Nicht vorher Luft sammeln und tief einatmen, damit ihr das Stück schafft. Dann ist schon vorhergesagt, dass ihr nicht weit kommt, ohne das Gefühl, dass ihr gleich platzt. Also das Paradoxe ist, ihr müsst das Gefühl haben beim Spielen, dass ihr nur in die Flöte reinhaucht und dass ihr aber trotzdem ganz großzügig die Luft verbrauchen könnt. Und dann an der nächsten Stelle, wo ihr einatmet, auch nicht riesen viel Luft nachatmet, sondern nur ein kleines Häppchen, aber ganz entspannt, sodass im Austausch zwischen Einatmen und Ausspielen gar nicht viel Luft verwendet wird. Und dadurch teile ich das in so bestimmte kleine Einheiten ein, die immer auf der zweiten Sechzehntel von jeder Gruppe beginnen. Ich habe jetzt auch jedes Mal geatmet und genau das würde ich euch empfehlen, wenn ihr das jetzt so langsam üben müsst, dass ihr dort überall kleine Atemhäppchen nehmt, sodass niemals eine Luftknappheit entsteht. Und
Dafür ist aber wichtig, dass ihr euch Zeit lasst zum Atmen und dass ihr ganz entspannt in eurem Bauch bleibt, in eurem Körper. Wenn ihr nämlich anfangt, irgendwie zu pressen und zu drücken, bekommt ihr hier eine Spannung in den Muskeln hier vorne. Und das ist dann vielleicht eine vermeintliche Atemstütze, ist es aber nicht, sondern ihr müsst wirklich loslassen sozusagen. Ihr müsst vertrauen, dass eure Luft raus und rein geht in kleinen Mengen und dass ihr das locker schafft bis zur nächsten Stelle. Wenn ich das jetzt schneller spiele, das Stück, so wie ich es jetzt in echt spielen würde, eine Allemande ist ja kein sehr schnelles Stück, eine Allemande ist auch nicht wirklich langsam, die hat so ein mittleres Tempo, dann würde ich diese Einteilung die ganze Zeit so denken. Also immer dieses di da di da di da dam, di da di da di da da, di dem. Und an manchen Stellen dann auch wirklich dort atmen. Und zwar dort, wo die größeren Phrasen zu Ende sind. Also ihr müsst immer diese Leichtigkeit in dem Stück spüren, dieses di da dam, di da dam, di da dam, di da dam, di. Also die 1, also die spielt ihr zwar oft, die erste Sechzehntel, die spielt ihr eigentlich überall, außer am Anfang, aber die ist immer leicht zu denken. Und die zweite, dritte, vierte, die machen dann die Bewegung. So, jetzt zeige ich euch mal vom ganzen ersten Teil, wo ich einteilen würde, was sinngemäß zusammengehört. Jetzt bin ich also anbelangt am Anfang von Takt 4. Die ersten 3 Takte sind wie so eine Vorstellung. Jetzt kann richtig die Geschichte losgehen, die wir hier erzählen wollen. Weil wir wieder ab der zweiten Note denken, würde ich jetzt in Takt 4 auf der zweiten Note anfangen. Das überrascht jetzt vielleicht, das war sehr kurz, aber dieses Stückchen bis hierhin ist so eine Überleitung zu dem großen aneinanderhängenden, was jetzt kommt. Und es gehört natürlich zu dem Folgenden irgendwie dazu. Alles gehört ja hier zusammen in dem Stück. Aber ihr müsst ja wissen, wo kann ich ein bisschen einteilen, damit ich weiß, hier kann ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen zum Atmen. So, das geht eigentlich auch noch weiter, aber jetzt geht es erst so richtig los. Also die beiden Takte, die ich jetzt gespielt habe, das waren Takt 5 und 6. Die würde ich jetzt noch so als Sprungbrett sehen für das, was jetzt kommt. So, und hier ist echt ein größerer Einschnitt. So richtige Einschnitte sind es ja nirgends, aber hier ist so sinngemäß, wo ihr wirklich innehalten müsst. Jetzt geht nämlich das Anfangsthema wieder los, nur auf anderer Tonstufe. Achtet mal auf die Stelle, wo ihr denkt, ups, was ist denn das jetzt für ein Ton? Takt 11, die erste Note ist plötzlich ein E, obwohl wir da ein S erwarten würden. Diese Stelle ist besonders, die erwartet man als Zuhörer nicht. Das heißt, ihr solltet euch da auch wieder Zeit nehmen. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr die Stelle spielen könnt, wenn ihr das Ganze erst langsam übt.
Das kleine Stückchen, der Takt, der jetzt hinterher kommt, der gehört irgendwie noch dazu, aber leitet auch schon wieder über zum nächsten. Und jetzt hattet ihr euch bestimmt gewundert, dass ich plötzlich die 1 doch betone, dass ich von der ersten Note ausspiele. Und ich glaube, dass das hier wirklich mal anders ist. Also in Takt 14 und 15, jedenfalls 1,5 Takte lang, kann man wirklich von der 1 ausgehen, von der ersten Sechzehntel von der Gruppe, ja, dass man wirklich denkt, ja, di, da, di, dam, aber da auch schon wieder, ja, di, da, dam, di, da, ja, da, dam, di, da. Und das kommt 3-mal. Und ihr merkt ja, ich gehe von der ersten Note aus, aber bei der zweiten Figur denke ich schon wieder, da. Also es steckt trotzdem irgendwo drin. Wie gesagt, beim Üben immer diese kleinen Atmer machen. Wo wir jetzt ankommen, das ist in der Mitte von Takt 15. Das ist super wichtig. Das ist super wichtig, denn jetzt kommt hier der Anlauf zum Finale, bis zum Doppelstrich. Und zwar nach dem Fis. Vielleicht ist euch jetzt aufgefallen, dass ich das auch noch mal in 2 Strecken unterteilen kann. Die wären folgende. So, das war jetzt vielleicht ganz schön viel alles. Ich spiele euch jetzt mal im Schnelldurchgang meine Einteilung vor und mache immer übertriebene Pausen dazwischen. Dann habt ihr noch mal so einen Überblick über den ganzen ersten Teil und wie gesagt, ich glaube, das reicht für heute.
Falls euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, über weitere Vorschläge bin ich immer erfreut. Ich habe natürlich noch so eine Liste mit Wünschen von euch, macht aber nichts, schickt mir trotzdem neue. Ich bemühe mich und ja, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!